Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secret Simon und zu einem weiteren Command-Block-Tutorial. Heute möchte ich euch mal dieses geheimnisvolle Schwert hier im Stein zeigen, was wir einfach ganz leicht rausziehen können. Ja, und wie ihr so ein Schwert bekommen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, und schon sind wir hier wieder zurück, doch diesmal am Tage. Ja, als allererstes brauchen wir mal einen Command-Block, den bekommen wir wie immer mit /gif, unserem Username und dann Command-Block. Und dann brauchen wir noch einen Ort, wo unser Schwert später sein soll. Dort platziert ihr dann den Command-Block und fügt den Command aus der Videobeschreibung hier ein. Ja, ich würde sagen, ich erkläre euch das Ganze jetzt mal. Und zwar haben wir hier am Anfang mal Summon Armor Stand. Das heißt, wir spawnen ein Armor Stand relativ zu den Koordinaten des Command-Blocks. Dann haben wir noch Invisible 1, das heißt, dass der Armor Stand nicht sichtbar ist für den Spieler. No Gravity 1, dass er nicht runterfällt. Hier haben wir dann Tags Sword, das brauchen wir später nochmal, um den Armor Stand zu erkennen. Hand Items, und zwar Minecraft Iron Sword mit Count 1B. Count 1B ist die Anzahl, die würde ich so lassen. Und Iron Sword könnt ihr natürlich auch in Diamant, Stone oder Diamond ändern, wie ihr wollt. Ich mache hier in dem Beispiel mal Stone, damit ihr auch seht, wie das geht. Ja, dann haben wir hier noch Pose Right Arm. Das ist die Position des rechten Arms, wie der gedreht ist. Da habe ich einmal 81 eingegeben, damit das Schwert später im Stein steckt. Dann haben wir noch Disabled Slots. Und zwar ist das einfach nur ein Code, der sagt, ja, du darfst das Schwert nicht wegnehmen, du darfst keinen Helm auf den Armbrustern platzieren und so weiter und so fort. Nachdem ihr damit fertig seid, geht ihr auf Done und platziert noch einen Redstone-Block daneben, könnt den Command-Block entfernen und schon habt ihr euer Schwert der Wahl im Stein stecken. Ja, weiter geht's dann hier hinter den Bäumen, denn da geht's weiter mit einer kleinen Schaltung, oder eher gesagt 2 kleinen Command-Blöcken. Und zwar haben die diesen Inhalt. Wir gehen mal wieder an den Anfang des Command-Blocks und schauen uns das Ganze hier vorne mal an. Als erstes haben wir Execute @e mit dem Tag Sword. Das ist der Tag, den wir den Armor Stand gegeben haben. Das heißt, alle Armor Stands, die den Tag haben, werden damit erkannt, wenn ihr halt mehrere Schwerter so in der Welt habt. Relativ heißt, dass wir einfach erstmal schauen, wo er ist, und das muss da immer mit rein. Execute @p mit diesem ganzen Kram hier hinten dran ist ein bisschen komplizierter. Als erstes haben wir Radius 1 und dann haben wir noch RXM, RX, RYM und RY. Das Ganze ist die Blickrichtung, die seht ihr jetzt mal hier oben eingeblendet und rangezoomt. Und zwar haben wir, seht ihr schon, wenn wir nach unten schauen, rechts immer auf 90, doch die andere Koordinate ändert sich immer, das ist RY. Und RYM, also Minimum und Maximum. Und ja, das ist dafür, dass wir schauen, ob der Spieler nach unten schaut. Hier hinten haben wir dann einfach noch Summon Item dran. Und zwar summonen wir das Item mit der ID Minecraft Iron Sword. Das heißt, wenn ihr jetzt hier, wie ich das auf Stone geändert habe, müsst ihr hier auch Stone noch eingeben, damit ein Stone Sword gespawnt wird. Count 1 ist wieder die Anzahl und Motion ist nochmal, dass es so ein bisschen nach oben hüpft, als wenn ihr es rausgezogen habt. So, danach noch auf Done und weiter geht's dann mit diesem Command-Block. Den stellt ihr erstmal auf Chain, Conditional und Always Active. Conditional heißt, dass erst wenn dieser Command-Block hier vorne aktiviert wird, dass erst danach dieser Command ausgeführt wird. Ja, und zwar haben wir wieder das gleiche mit Execute @e Tag Sword, das heißt, wir schauen wieder nach dem Armor Stand, dann schauen wir nach einem Spieler, diesmal nur im Radius von 1, und wenn dieser dort ist, dann killen wir das Schwert. So, das mit Condition ist wichtig, weil ansonsten wird dauerhaft der Armor Stand getötet, wenn ein Spieler im Radius von 1 dort ist. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, können wir dort vorne mal das Ganze austesten, denn wir haben hier ja noch unser Steinschwert, und wenn wir hier von vorne mal nach unten schauen, können wir es einsammeln, und das war's. Ja, die Commands findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht schon mitgetippt, und falls doch, dann lernt ihr es noch besser. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo, und dann sehen wir uns im nächsten Video.